jetzt das Heute-Journal mit Gundula Gause und Christian Sievers. Guten Abend Ihnen allen. Der Bundesverteidigungsminister ist heute in der Ukraine. Sein Besuch begleitet die Frage, darf die Ukraine mit westlichen Waffen auch auf russisches Gebiet zurückschießen? Gibt es die Erlaubnis, dass sie sich verteidigt mit Angriffen auf Ziele in Russland? Frankreichs Präsident hatte da neue Bewegung reingebracht mit einem klaren Ja. Der deutsche Kanzler stand zu dem Zeitpunkt direkt neben ihm, war in seiner Aussage aber deutlich verschwommener. Ich spreche gleich mit dem Verteidigungsminister. Erst berichtet mein Kollege Dara Hassanzadeh von der Frontlinie, die wieder näher heranrückt an die ukrainische Millionenstadt Charkiw. Wir verlassen Charkiw gen Norden in Richtung Front. Sie verläuft nahe der russischen Grenze. Unser Ziel, die Kommandozentrale einer ukrainischen Drohneneinheit der Hatja-Brigade. Warten am Treffpunkt. Wenige Monate nach Kriegsbeginn filmten wir die Hatja-Einheit unweit der heutigen Front bei einer Patrouille. Damals kaum 25 Mann stark. Sie waren freiwillige Ingenieure und Arbeiter, angeführt von Weselot Kožemáko, einem millionenschweren Geschäftsmann, der früh die Absicht hatte, die Einheit zu modernisieren. Damals kämpften sie noch mit Kalaschnikows gegen eine russische Übermacht an Soldaten und Artillerie. Ihr Tal verteidigten sie mit Mut und Ortskenntnis, nutzten einfachste Mittel wie Stolperleinen, die nachts vorrückende russische Soldaten enttarnen sollten. Der Kommandostand heute, die Hatja-Brigade zählte zwischen 2.000 bis 3.000 Mann. Von hier aus überwachen die Offiziere einen Abschnitt der heutigen Front, koordinieren eigene Drohnenangriffe. Kamikaze-Drohnen haben uns sehr geholfen. Aber sie können in einem Artilleriekrieg kein Gleichgewicht herstellen. Die Drohnen sind eine hocheffektive Waffe, aber von 10 Drohnen treffen nur 2 bis 3 ihr Ziel. Manchmal auch keine. Nur die Bataillonsküche erinnert noch an die Anfänge der Brigade. Es schmecke wie zu Hause, sagt der Koch. Für die Soldaten ist es einer der wenigen Orte, wo sie mal abschalten können von ihrem Krieg der Monitore und Geodaten, doch nur für kurze Zeit. Der Aggressor holt auf, er verschwendet keine Zeit. Im Vergleich zu 2022 hat sich die russische Taktik dramatisch verändert. Technologisch beim Einsatz von Drohnen. Der Aggressor kämpft nicht mehr, wie er es anfangs tat. Wir hatten Vorsprung in der Drohnentechnologie, jetzt herrscht Waffengleichheit. In Echtzeit beobachten sie Frontbewegungen. Ihr Blick reicht sogar hinter die Grenze, wo Russland auf eigenem Territorium den Nachschub für Angriffe organisiert. Doch mit deutschen oder amerikanischen Waffen darf die ukrainische Armee dort nicht angreifen. Russland kann jenseits unserer Grenze in relativer Ruhe operieren. Es kann seine Munitionslieferungen im Grenzgebiet nahezu ungefährdet entladen, dann damit die Grenze überqueren und die Waffen einsetzen. Persönlich denke ich, der Westen muss seine Entscheidung zurücknehmen. Es ist ein ungleicher Kampf im Norden von Charkiw, dessen Ausgang aber über das Schicksal der Stadt entscheidet. Und was bedeutet diese Lage jetzt für die Unterstützer der Ukraine im Westen? Wenn sich mit bisherigen Mitteln keine wirklichen Fortschritte erzielen lassen, müssen dann die Mittel geändert werden oder die Ziele? Es kommt Bewegung in einer Diskussion, die bereits länger schwelt. Neben Frankreich und Großbritannien geben mehrere weitere NATO-Staaten, darunter jetzt auch Polen, der Ukraine grünes Licht dafür, die gelieferten Waffen auch gegen Russlands Territorium einzusetzen. Felix Klauser zeigt die Lage am Tag, an dem Boris Pistorius in Odessa ist. Der Tag in der Ukraine beginnt für den deutschen Verteidigungsminister auf einem Trainingsgelände irgendwo bei Odessa. Es ist wie beim anschließenden Besuch im Schützengraben ein Zeichen der Solidarität, der moralischen Unterstützung, das Boris Pistorius später mit finanziellen Zusagen untermauert. Ein neues deutsches Hilfspaket, eine halbe Milliarde, aber keine öffentliche Zusage für den Einsatz deutscher Waffen in Russland. Soweit es bilaterale Vereinbarungen zum Einsatz dieser Waffen gibt, sind die nicht für die Öffentlichkeit bestimmt. Wie Sie wissen, halte ich wenig davon, rote Linien
offenzulegen oder klarzulegen, was wir dulden oder nicht dulden und welche Waffen wo eingesetzt werden. Welche Waffen wo verwenden? Angeschoben wurde die Debatte von Präsident Macron, der die Neutralisierung militärischer Stützpunkte in Russland fordert. Und der Kanzler reagiert. Die Ukraine hat völkerrechtlich alle Möglichkeiten für das, was sie tut. Das muss man ausdrücklich sagen. Was das ausdrücklich heißt, darüber rätselt vermutlich nicht nur Frankreich und sein Präsident. Während Deutschland wohl bewusst im Ungefähren bleibt, schreiten andere voran. Es ist an der Zeit, einige der Waffenbeschränkungen zu überdenken, die die Ukraine von den NATO-Verbündeten erhalten hat, erklärt NATO-Generalsekretär Stoltenberg heute und verleiht damit der Erkenntnisausdruck, dass die Flugabwehr der Ukraine an ihre Grenzen kommt, insbesondere in den Grenzregionen rund um Charkiw. Wenn man da nicht auf die andere Seite der Grenze schießen darf, dann ist man behindert in der Abwehr der Russen. Und dann muss man tatenlos zusehen, wie sich da die Truppen sammeln oder wie man angegriffen wird. Jetzt wird, glaube ich, einigen klar, was für eine Erschwernis das eigentlich ist für die Ukrainer und dass man diese Dinge besser aufhebt. Neben Deutschland ringt auch die USA um eine Linie. Während Außenminister Blinken gestern noch Anpassungen in den Raum stellt, heißt es aus US-Kreisen heute, dass es beim NATO-Treffen in Prag dazu keine News geben werde. Und so sieht Generalsekretär Stoltenberg trotz kürzlich verkündeter Rekordhilfen von Schweden und Artillerie aus Tschechien einen Durchbruch für die Ukraine in weiter Ferne. Wir können auf das Geleistete stolz sein, aber die Realität ist, dass das, was wir getan haben, nicht genug ist. Es geht für die Ukraine noch immer um die Frage, ob ihre Unterstützer ihr zum Gewinnen verhelfen wollen oder dabei zu bestehen und was sie dafür zu tun bereit sind. Wir erreichen den Bundesverteidigungsminister bei einem Besuch heute in der Ukraine. Guten Abend, Boris Pistorius. Guten Abend, Herr Sievers. Nehmen wir vielleicht gleich mal die Frage auf, bei der es gerade hoch hergeht. Darf die Ukraine mit westlichen Waffen, mit ihren westlichen Waffen auf russischem Gebiet zurückschlagen? Der französische Präsident hat klar gesagt, ja. Der Bundeskanzler war weniger klar, es klang aber so ein bisschen ähnlich. Was gilt denn nun aus deutscher Sicht? Der Bundeskanzler hat völlig richtigerweise zunächst mal aufs Völkerrecht verwiesen. Das Völkerrecht lässt das zu, daran lässt auch niemand einen Zweifel. Dann gibt es bilaterale Vereinbarungen zwischen einigen westlichen Ländern und der Ukraine. Aber klar ist auch, das habe ich jetzt auch in den letzten Tagen schon mehrfach unterstrichen, das sind Details, über die man nicht öffentlich spricht, weil man niemals darüber sprechen sollte, wozu man bereit ist, was man zulässt und was nicht. Das sind einfach keine Themen, die man öffentlich diskutiert. Ich glaube, der Kreml käme im Leben nicht drauf, darüber die Karten offenzulegen. Und deswegen wüsste ich nicht, warum wir es tun sollten. Und schließlich haben wir bislang keine Systeme geliefert, für die das tatsächlich eine Relevanz hätte angesichts ihrer Reichweite. Aber warum sprechen denn dann die anderen ganz öffentlich darüber? Der französische Präsident, heute auch die Polen, die genau dasselbe sagen, und der NATO-Generalsekretär, der heute öffentlich darauf drängt, diese Restriktionen zu überdenken. Machen die aus Ihrer Sicht alle große strategische Fehler? Das habe ich nicht zu bewerten, aber diese Unterschiede hat es ja immer gegeben. Die einen reden über die Frage, ob man Bodentruppen entsenden sollte, und die anderen sagen nein, und andere sagen, das muss man jetzt gar nicht diskutieren. Da muss jeder seinen Weg finden, und unserer ist das, so wie ich generell der Überzeugung bin, dass wir in Zeiten, in denen ein Krieg auf europäischem Boden tobt, vorsichtiger sein sollten mit unseren geheimen und auch strategisch relevanten Informationen. Dann frage ich noch mal ein bisschen anders vielleicht. Wenn die Ukraine jetzt mit deutschen Waffen auf russisches Territorium feuern würde, dann würde Deutschland nicht protestieren, oder? Das ist eine hypothetische Frage, Herr Sievers. Und auch da gilt das Gleiche. Warum sollte ich heute sagen, wie Deutschland reagiert, falls das passiert? Das werden wir dann sehen. Das heißt, mit dieser etwas kryptischen Angelegenheit, glauben Sie, dass das eine starke Unterstützung für die Ukraine aktuell ist? Es wäre dann in Frage zu stellen, wenn Sie wüssten, was wir wissen und was wir bilateral mit den Ukrainern besprechen. Wir sind mit den Ukrainern in dieser Frage im Reinen. Wie haben Sie denn die Ukraine heute erlebt? Wie würden Sie die Situation an den Fronten beschreiben? Wie stark steht die Ukraine unter Druck?
Die Ukraine steht unter Druck, weil die russischen Streitkräfte alles versuchen, um die Länge der Front auszudehnen und damit ukrainische Kräfte zu binden. Aber es gelingen ihnen gleichzeitig keine wirklich nennenswerten, großen und vor allen Dingen nachhaltigen Durchbrüche. Von daher ist die Situation natürlich eine unter Druck stehende, aber keine, mit der die Ukraine aktuell nicht fertig zu werden scheint. Gleichzeitig haben sie die Herausforderungen, die sie haben und die eben mit den Lieferungen aus dem Westen zusammenhängen. Insbesondere Munition und Luftverteidigung ist die große Herausforderung. Und deswegen freue ich mich sehr, dass ich hier heute noch einmal wieder mit einem Unterstützungspaket im Wert von fast einer halben Milliarde Euro herkommen konnte, wo unter anderem Luftverteidigungsflugkörper für IRIS-T dabei sind, aber auch Panzerhaubitzen, Artillerierohre und vieles andere mehr, was hier dringend gebraucht wird. Deutschland, auch Sie ganz persönlich, Herr Pistorius, versucht ja jetzt seit Wochen, seit Monaten, kann man schon sagen, quasi weltweit Luftabwehrsysteme, Patriot-Systeme zum Beispiel, quasi einzusammeln, wenn man es so salopp ausdrücken darf. Wie erfolgreich sind Sie denn damit bisher gewesen? Na, das ist eine Frage der Erwartung, die man vorher hatte. Tatsächlich haben wir finanzielle Zusagen von unseren Partnern von etwas über 1 Milliarde Euro für die Beschaffung von Patriot-Systemen und Flugkörpern bekommen und auch etliche Zusagen für entsprechende Missiles. Aber eben noch leider keine Zusage für ein Launcher-System, für ein tatsächliches System. Das bedauere ich sehr. Wir bleiben am Ball. Wir versuchen weiter alles, damit der eine oder andere diese Position noch einmal überdenkt oder zu einer anderen Entscheidung kommt. Jetzt ist es ja offensichtlich auch ein Problem für die NATO-Staaten selbst, wie viel abgeben, ohne den eigenen Fähigkeiten dabei dramatisch zu schaden. Die Financial Times zitiert heute NATO-Quellen. Danach kann das Bündnis nicht mal 5% der nötigen Luftverteidigung an den eigenen Ostgrenzen leisten. Das ist besorgniserregend. Die Zahl würde ich jetzt mal unkommentiert im Raum stehen lassen, weil ich mir abgewöhnt habe, Presseberichte zu kommentieren. Meine Zahlen sind anders, aber da gilt das Gleiche. Wir müssen uns zur Decke strecken, zusammen mit der Rüstungsindustrie in Deutschland, in Europa, aber auch in den Vereinigten Staaten von Amerika, damit die Produktionskapazitäten schneller als bisher hochgefahren werden. Das muss hinterlegt werden mit Verträgen, die wir wiederum unterschreiben, damit Planungssicherheit für die Industrie besteht. Da müssen wir einfach alle insgesamt noch schneller werden, weil es nicht nur um die Ukraine geht, sondern natürlich am Ende auch um unsere eigene Kriegstüchtigkeit. Unser NATO-Korrespondent in Brüssel bestätigt diese Zahlen. Der sagt, man hört in Brüssel immer wieder, es ist im einstelligen Bereich, diese Fähigkeit der NATO, die eigenen Ostgrenzen zu sichern durch Luftverteidigung. Herr Pistorius, müssen wir uns alle Sorgen machen, was unsere eigene Luftverteidigung angeht, und zwar große Sorgen? Sorgen machen ist immer richtig, wenn man nicht weiß, wohin die Reise geht. Angst haben sollte man nicht, weil wir ja alles tun, was möglich ist. Aber alle Zahlen, ob bestätigt oder nicht, oder wie groß sie am Ende sein mögen, zeigen nur eins. Und das werde ich nicht müde zu unterstreichen. Wir haben jetzt ein paar Jahre, mehr nicht, um deutlich aufzuholen, die Beschaffung zu beschleunigen, mehr Geld auszugeben für das, was in den letzten 30 Jahren an Lücken gerissen worden ist. Das ist die Herausforderung, vor der wir alle gemeinsam stehen. Das ist die Aufgabe, und gemeinsam in der NATO sind wir alle mal stark genug. Sagt der deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius. Herzlichen Dank für das Gespräch. Sehr gerne, Herr Sievers. Und das Gespräch haben wir aus Termingründen am Abend aufgezeichnet. Und jetzt gerade kommen die Eilmeldungen, die beziehen sich auf US-Offizielle, nach denen der US-Präsident, also Joe Biden, die Restriktionen, die für US-Waffen in der Hand der Ukraine gelten, also Restriktionen, die verhindern sollen, dass damit russisches Territorium beschossen werden kann. Diese Restriktionen soll Joe Biden teilweise aufgehoben haben, und zwar explizit, um die ukrainische Stadt Charkiw besser verteidigen zu können. So viel im Moment zu diesem Thema. Jetzt weitere wichtige Nachrichten von heute. Jetzt suche ich gerade den Wochentag. Es ist Donnerstag, richtig? Und Gundula, die hast du. Ja. Frohnleichnam. Es ist eine der bislang größten internationalen Cyber-Polizeioperationen. Bei den von deutschen Behörden koordinierten Maßnahmen gegen Internetkriminalität wurden laut Bundeskriminalamt weltweit mehr als 100 Server beschlagnahmt, 1300 Internetadressen und mehrere Schadsoftwares außer Betrieb gesetzt. Bei Razzien, unter anderem in Armenien und in der Ukraine, wurden 4 Menschen festgenommen. Der finanzielle Schaden durch die Netzwerke soll sich auf hunderte Millionen Euro belaufen.
Millionen Menschen in Deutschland fühlen sich einsam. Bundesfamilienministerin Paus kündigte bei der Vorstellung des Einsamkeitsbarometers gezielte Kampagnen an, um die fast 8 Millionen Menschen aus der Einsamkeit herauszuholen. Forscherdaten zufolge sind vor allem Ältere und Migranten betroffen, sowie pflegende Angehörige, Alleinerziehende und Arbeitslose. Die Corona-Pandemie habe das Problem verschärft und vor allem Jugendliche einsam gemacht. Unser Heute-Journal-Update befasst sich ausführlicher damit und fragt eine Forscherin nach Maßnahmen gegen Einsamkeit. Das Robert-Koch-Institut hat seine Protokolle zu Corona-Krisenberatungen weitestgehend ohne Schwärzungen auf seiner Internetseite veröffentlicht. Zuvor hatte es Spekulationen über externe Einflussnahme gegeben, nachdem vor einigen Wochen Protokolle aus 2020-21 mit zahlreichen geschwärzten Passagen öffentlich wurden. Das RKI begründete die Schwärzungen mit dem Schutz etwa personenbezogener Daten. Das spanische Parlament hat eine umstrittene Amnestie für katalanische Separatisten verabschiedet. Rund 400 Personen, die 2017 am illegalen Abspaltungsversuch Kataloniens von Spanien beteiligt waren, können nun begnadigt werden. Darunter der frühere katalanische Regionalpräsident Puigdemont. Ministerpräsident Sánchez hatte katalanischen Regionalparteien eine solche Amnestie versprochen, um im vergangenen Herbst eine Regierungsmehrheit zustande zu bringen. In Israel fordert die Partei von Kriegskabinettsmitglied Gantz Neuwahlen. Seine Mitte-Rechts-Partei hat einen entsprechenden Gesetzentwurf zur Auflösung der Knesset vorgelegt. Die rechtsgerichtete Likud-Partei von Ministerpräsident Netanyahu kritisierte den Schritt als Belohnung für die Hamas. Zugleich setzt das israelische Militär seine Angriffe an mehreren Orten im Gazastreifen fort. Bei einem israelischen Luftangriff sollen in Rafah mindestens 12 Palästinenser getötet worden sein. Hongkong war mal Chinas Tor zur freien Welt und wurde damit reich. Als Standort für die internationale Wirtschaft, als Asiens Banken- und Finanzzentrum, als Ort, an dem man vergleichsweise offen sagen durfte, was man denkt. Das ist Geschichte. Die multinationalen Firmen weichen schon seit längerem auf andere Standorte aus, nach Singapur etwa. Viele Oppositionelle mussten fliehen. Und die Menschen in Hongkong erleben, was das chinesische sogenannte Sicherheitsgesetz für Hongkong in der Praxis bedeutet. Im bislang größten Prozess nach den umstrittenen Regeln sind 14 Aktivisten für die Demokratie schuldig gesprochen worden. Ihnen droht lebenslange Haft. Miriam Steimer. Fu Tong verfolgt heute die Nachrichten vom Prozess aus der Ferne. Wie so viele hat er Hongkong verlassen, lebt inzwischen in Taiwan. Er selbst wurde 2019 angeklagt, weil er einer jungen Frau während der Demokratieproteste half, aus dem Tränengasnebel zu entkommen. Nach 2 Jahren wurde er freigesprochen. Aber das war, bevor das nationale Sicherheitsgesetz in Hongkong verabschiedet wurde. Ich wurde nach dem alten Recht angeklagt und freigesprochen. Aber die Leute danach, nach der Verabschiedung des Hongkonger Sicherheitsgesetzes, die wurden mit demselben Richter, demselben Fall, demselben Sachverhalt für schuldig befunden. So auch die Urteile im bislang größten Prozess gegen die Demokratiebewegung in Hongkong heute. 14 Mal schuldig. Den Verurteilten drohen Haftstrafen von 3 Jahren bis lebenslänglich. Was ihnen die Peking-treue Staatsanwaltschaft vorwirft: Vor der geplanten Parlamentswahl 2020 hätten sie illegale Vorwahlen abgehalten, um einen Umsturz zu organisieren. Fu Tong hält die Anklage für vorgeschoben. Sie nutzen dieses Gesetz, um alle Stimmen der Opposition anzuklagen, um diese Stimmen verschwinden zu lassen. Was die getan haben, war nur eine ganz gewöhnliche Vorwahl in einem demokratischen Land. Sie sollten dafür überhaupt nicht angeklagt werden. Vorwahlen. Was in Hongkong früher ein normaler demokratischer Vorgang war, ist es heute nicht mehr. Peking nutzt das sogenannte Sicherheitsgesetz, um die Freiheitsrechte, die es der ehemaligen britischen Kronkolonie 1997 zugesichert hatte, Stück für Stück abzuschaffen.
Deshalb hat Fu Tong Hongkong verlassen. Denn trotz seines Freispruchs wurde er weiter verfolgt. Er vermisst seine Stadt, doch er genießt in Taiwan Freiheiten, die es in Hongkong nicht mehr gibt. Zum Beispiel demonstrieren. Wenn ich die Polizisten hier sehe, fühle ich mich sicher. Sie sind anders als die Polizisten in Hongkong. Dort verprügeln sie uns. Hier sorgen sie für Recht und Ordnung. Ich kenne den Unterschied, deshalb weiß ich, dass ich hier sicher bin. Er unterstützt die Protestierenden in Taipeh mit Keksen. Sein Wunsch, dass Taiwan kein Hongkong 2.0 wird. Ein Gesetz, das sich ganz allgemein gegen alle Aktivitäten richtet, die die Behörden als subversiv, terroristisch, separatistisch oder konspirativ einstufen und das schon die Absicht, vermeintlich rechtswidrige Taten zu begehen, bestraft. Aus der Sicht der Kommunistischen Partei hat es heute seinen Zweck erfüllt. So, jetzt bei uns nochmal du, Gundula. Mit einem Blick auf das aktuelle Politbarometer. Interessant auch da die Sonntagsfrage. Wenn schon an diesem Sonntag Europawahl wäre, dann kämen CDU, CSU hierzulande auf 30%, die Grünen auf 15% und die SPD auf 14%. Auch die AfD käme auf 14%, die Linke auf 4%, ebenso wie die FDP. Das Bündnis Sarah Wagenknecht käme auf 6%. Übrigens gibt es bei der Europawahl keine Prozenthürde. Alle Zahlen, alle Fakten nachzulesen auf ZDF heute. Und für den Euro-Raum gibt es positive Signale aus der Wirtschaft. Im April ist die Arbeitslosenquote in der Eurozone auf ein Rekordtief gesunken. Sina Meinitz an der Börse. Wie genau sehen die Zahlen aus? Also die Zahlen haben sich verbessert und das ist ein Lichtblick für die 20 Staaten des europäischen Währungsraums. Im April lag die Arbeitslosenquote laut EU-Statistikamt Eurostat bei 6,4% und ist damit überraschend gesunken. Da spürt man den Frühjahrsaufschwung, denn noch zu Jahresbeginn lag die Quote bei 6,5%. Derzeit sind rund 11 Millionen Menschen im Euroraum ohne Job. Am höchsten ist der prozentuale Anteil der Arbeitslosen in Spanien und Griechenland, am niedrigsten auf Malta und in Polen. Diese Zahlen sind auch für die EZB sehr interessant. Von der Experten kommende Woche eine Zinsentscheidung erwarten. Ja, die Inflation nähert sich ihrer Zielmarke. Derzeit liegt sie im Euroraum bei 2,4% und deshalb läutet die Europäische Zentralbank nach 2 Jahren vermutlich kommende Woche die Zinswende ein. Ein erster Schritt gilt unter Volkswirten als ausgemacht. Sie gehen davon aus, dass der Leitzins um 0,25 Prozentpunkte gesenkt wird. Die Entscheidung der EZB hängt von der Inflation, dem Wirtschaftswachstum, aber auch von der Lohnentwicklung ab. Sollten sich die aktuellen Prognosen der Zentralbanker bewahrheiten, könnten in diesem Jahr weitere Zinsschritte dann im September und Dezember folgen. Mit Spannung erwartet. Vielen Dank, Sina, nach Frankfurt. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor ergiebigem Dauerregen von heute Nacht an über das ganze Wochenende für Teile von Bayern und Baden-Württemberg. Auf dem Katholikentag hat der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Betzing, erklärt, es gebe trotz der Widerstände im Vatikan weiter eine Chance auf Reformen der Kirche in Deutschland, wie etwa die Weihe von Frauen zu Diakoninnen. In Erfurt nahmen zu Fronleichnam rund 6.000 Menschen an einem ökumenischen Gottesdienst teil. Der gastgebende Bischof Neimeyer forderte dabei die Gläubigen auf, sich nicht entmutigen zu lassen in ihrem Einsatz für Gerechtigkeit und Frieden, auch wenn sie dabei auf Ablehnung stießen. Als Franz Kafka vor 100 Jahren starb in einem Sanatorium bei Wien, da kannte ihn kaum jemand. Er selbst hielt sich für einen gescheiterten Schriftsteller, der viele Fragmente hinterließ und keinen seiner Romane zu Ende geführt habe. Sein letzter Wille: alles restlos verbrennen. Es kam bekanntlich anders. In 23 Städten findet dieses Jahr ein Kafka-Festival statt. Ein Buch muss die Axt sein für das gefrorene Meer in uns, hatte Kafka gefordert und genau das immer wieder selbst eingelöst. Wir begleiten jetzt Christian von Rechenberg auf Kafkas Spuren in die Stadt, die für dessen Leben die prägendste Rolle spielte und die ihn jetzt mit großem Trubel feiert: nach Prag. Man muss Kafka direkt begegnen, heißt es.
wenn man den Zauber seiner Sprache sucht. Seine Themen, Schuld, Angst, Einsamkeit, scheinen alles zu übertönen in Werken wie etwa dem Prozess. Der Zauber wohnt auch woanders. Das sind diese kurzen Geschichten, die verständlich sind, immer mehrdeutig dabei und irgendwie zugänglicher. Ein Kommentar ist so eine Kurzgeschichte. Kafka schrieb sie 1922. Es war sehr früh am Morgen, die Straßen rein und leer. Ich ging zum Bahnhof. Doch die Stadt ist der Person fremd. Sie fragt einen Schutzmann nach dem Weg. Er lächelte und sagte: Von mir? Willst du den Weg erfahren? Ja, sagte ich. Gib's auf, sagte er. Typisch Kafka. Eine alltägliche Begegnung erreicht plötzlich einen Punkt, wo alles kippt. Wo man nicht mehr zum Bahnhof geht, sondern wo es existenziell wird. Da haben wir auf einmal den Weg, der ein Lebensweg ist. Und nicht immer führen die Wege ans Ziel, wie im Roman Das Schloss. Oder es sind surreale, wie in der Verwandlung. Er fesselt uns, und zwar durch einen besonderen Rhythmus von Verstehen und Nichtverstehen, von Ernst und Ironie, von Realistik und Fantasie. Und er lässt seinen Leser immer wieder fragen, was kommt als nächstes. Das Absurde stellt Kafka als normal dar. Das ist es, was uns so perplex macht. Gedankenspiele, einfach geschrieben. Jeder kann das lesen, aber in dem Aufbau, in der Komposition insgesamt kommen die Hemmungen und die Verständnisprobleme. Aber grundsätzlich ist der Text jedem zugänglich. Das ist der Zauber, finde ich. Eine dynamische Sprache, die Gedanken in Bewegung hält und auch verliebte Töne kennt, wie in den Briefen an Milena. So wie das Meer einen winzigen Kieselstein aus seinem Grunde lieb hat, genau so überschwemmt dich mein Liebhaben. Kafkas Sprache, Kafkas Zauber. Was davon wirkt noch heute? Ach, seine Sprache ist unsterblich. Nicht nur in seinen Kurzgeschichten, auch in seinen Romanen. Kafka, ein Vollkommener. Verteidigung oder Angriff? Wie weit darf Kiew gehen? Da knüpft die Runde bei Maybrit Illner gleich ganz aktuell an unser großes Thema heute vom Beginn der Sendung an. Michailo Podoljak ist dabei, wichtiger Berater des ukrainischen Präsidenten. Und um 0:30 Uhr ist dann hier wieder Zeit für unser Heute-Journal-Update mit Christopher Wehrmann. Morgen an dieser Stelle Dunja Hayali und von uns allen im gesamten Team Ihnen einen angenehmen Abend. Tschüss. Tschüss. Guten Abend. Morgen geht der meteorologische Frühling zu Ende. Und es war ein sehr nasser Frühling. Im Westen Deutschlands ist zum Teil das 2,5-fache dessen gefallen, was im vieljährigen klimatologischen Mittel der Jahre 1991 bis 2020 zu erwarten ist. Jetzt legt das Tiefdruckkarussell rund um Deutschland so richtig los. Da zieht ein Tief von der Nordsee in Richtung Niederlande, ein weiteres von der Nordsee nach Frankreich. Für uns aber am interessantesten, weil gefährlichsten, ist das Tief über den Alpen. Denn das bringt bereits heute Nacht ergiebigen Dauerregen im Süden von Baden-Württemberg und Bayern und schüttet sich dann morgen genau über diesen beiden Bundesländern aus. So erwarten wir Dauerregen. 50 bis 100, lokal bis 150 Liter Regen pro Quadratmeter bis Sonntagabend. Morgen liegt der Schwerpunkt in Bayern und Baden-Württemberg, am Samstag dann in Thüringen und in Sachsen. Es drohen Überflutungen und Erdrutsche. Heute Nacht gibt es noch Schauer und Gewitter im Nordosten und die Temperaturen sinken auf 14 bis 6 Grad. Morgen wird es in Norddeutschland recht warm bei 18 bis 24 Grad. Im Süden sind es kaum 11 bis 14 Grad. Dort gibt es den Dauerregen, aber morgen auch einen Streifen, wo sich mal häufiger die Sonne zeigt, vom nördlichen Brandenburg bis nach Nordrhein-Westfalen. Auch an den Küsten gibt es morgen einige Regenschauer. Den Dauerregen werden wir auch Samstag und Sonntag in Süddeutschland noch nicht los. Der Montag wird freundlicher. Guten Abend.